Hallo zusammen, heute möchte ich euch eine Bestellung von Hobby vorstellen und zwar ist sie hier drin. Es rasselt auch, hört ihr das? Also gut, machen wir mal auf. Und zwar ist es so, dass ich ein Geschenk für eine Geburt brauche und ich werde alles häkeln. Das ganze Geschenk werde ich häkeln und zwar habe ich mich entschieden, dass ich einen Korb häkle, das quasi die Verpackung vom Geschenk ist, und zusätzlich häkle ich noch eine Babydecke und einen Aktivitätswürfel. Den Aktivitätswürfel, den habe ich bereits schon begonnen und als ich dabei war, fiel mir auf, dass mir einiges fehlte und zusätzlich brauchte ich auch noch Materialien für den Korb und die Decke. Ich hatte zwar schon eine Decke im Sinn, aber farblich hat es leider nicht so übereingestimmt, wie ich es mir erhofft hatte. Deshalb habe ich mir nochmal was Neues gekauft. Und zwar ist das Garn für die Decke. Ich merke gerade irgendwie, es ist nicht so ganz dasselbe Blauton. Das ist die Farbe vom Korb. Das ist das Cotton Kings Sultan Deluxe in der Farbe Nummer 20. Das ist ein wunderschönes Blau, aber es beißt sich irgendwie mit meinem Würfel, aber let's see. Der Blauton ist komplett off. Oh, jetzt bin ich ein bisschen traurig, aber nun gut. Nun gut. Für den Korb habe ich benötigte ich zwei Sachen. Oh, wieso habe ich jetzt hier zwei Größen? Okay, und zwar benötigte ich einen Boden. Ich glaube, das ist die Größe vom Korb. Das ist ganz schön groß. Das ist aber fast zu klein. Okay, aber ich glaube, das ist die Größe vom Korb. Und das sind 25 cm. Und das hier ist 20 cm. Ich wollte ursprünglich eigentlich einen helleren Boden haben, aber den in hellgrau oder hellblau, was das war, der war ausverkauft und die anderen Farben haben mich nicht so überzeugt. Deshalb habe ich mich für schwarz entschieden, weil das auch noch im Sale war. Und ich dachte, ja, schwarz ist standardmäßig, passt eigentlich immer. Let's see how that works. Und hier haben wir das Friends Ribbon. Ich glaube, in der Anleitung war das Ribbon, das ursprüngliche Ribbon, aber Friends Ribbon war im Angebot. Und ich dachte mir irgendwie, das ist doch genau das gleiche, nur dass Friends Ribbon passend zu allen anderen Friends Garne sein sollte, während das normale Ribbon halt noch speziellere Farben hatte. Und mir gefiel dieses Blau, was jetzt wiederum passend zu dem ist, aber weniger passend zu dem. Nun gut, es ist blau. Was meint ihr? Geht's irgendwie auf? Oder no way? Dann habe ich auch noch Baby Cotton Wolle in Grau in diesen Farben genommen. 4 verschiedene Farben, weil ich nochmals einen Würfel, so einen Foamwürfel habe und das gerne in diesen Farben machen will. Und das ist Baby Cotton Mercerized 100% Baumwolle. In der Farbe 1 ist es weiß. 50 ist schwarz. Und dann haben wir hier zwei verschiedene Grautöne. Das eine ist in Nummer 5 und Nummer 3. Und ich fand, die passen alle sehr gut miteinander. Und ja, mal schauen. Und dann hier haben wir noch das Zeug, was gerasselt hat. Und zwar habe ich diese Beißringe hier. Die benötigte ich. Diese Beißringe. Und so habe ich jetzt hier die in Blau genommen. Was mega gut zu dem hier passt. Richtig toll. Und dann habe ich noch graue genommen für meinen schwarz-weißer Würfel oder schwarz-weiß-grau Würfel. Das passt auch super gut zusammen. Und zusätzlich habe ich noch einen Rasselring für meinen zweiten Würfel. Hier habe ich ja schon einen, den habe ich auch von Hobby. Und dieses Holzring, das habe ich, glaube ich, hier aus der Umgebung, aus dem Bastelshop mal gekauft. Ja, ich habe da immer ein bisschen was an Vorrat, aber diese Beißringe, die hatte ich gar nicht.
Das sind immer jeweils 2 Stück drin. Das ist tatsächlich schon mein ganzer Einkauf. Ich werde euch die entsprechenden Anleitungen zum Garn verlinken oder hier irgendwo auf dem Screen teilen. Es sind alles kostenlose Anleitungen von Hobbii. Und wenn ihr die App habt, könnt ihr die einfach runterladen. Vergiss nicht, das Video zu liken und schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr schon mal ein Babygeschenk selber gehäkelt habt. Und vergisst nicht, den Kanal zu abonnieren, um zukünftig weitere Videos sehen zu können. Ich wünsche euch was und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!